Kritisches Denken. Das Gehirn nimmt eine Information und fragt sofort, stimmt das wirklich? Woher kommt das? Was fehlt hier? Das mache ich ständig. Ich hinterfrage alles, jeden Tag, manchmal sogar zu viel. Das ist nicht dasselbe. Kritisches Denken ist kein Misstrauen, es ist ein strukturierter Prozess. Der präfrontale Kortex analysiert Argumente, erkennt Widersprüche, bewertet Quellen. Das kostet Energie. Deshalb tun es die meisten nicht konsequent. Ich dachte, alle denken so, zumindest alle, die ich kenne, behaupten das von sich. Die meisten bestätigen nur, was sie bereits glauben. Das nennt sich Confirmation Bias. Das Gehirn sucht Informationen, die die eigene Meinung stützen und ignoriert den Rest. Kritisches Denken ist das bewusste Gegenteil davon. Und wie merkt man, ob man es wirklich tut oder nur so tut, als ob? Ganz einfach. Wann hast du zuletzt deine Meinung geändert, weil ein Argument besser war als deines? Das ist eine sehr gute Frage und ich möchte sie nicht beantworten. Kritisches Denken endet nicht mit dem Stellen von Fragen. Es endet mit der Bereitschaft, unbequeme Antworten anzunehmen. Das ist der Teil, den die meisten überspringen. Ich ändere meine Meinung nie, das sage ich ganz offen. Ich weiß. Woher weißt du das? Du hast es gerade bestätigt. Ich merke gerade, dass ich genau das in diesem Gespräch tue. Ich nicke, aber innerlich denke ich, der hat nicht recht. Das ist zumindest ehrlich. Ist das schon kritisches Denken? Es ist ein Anfang. Kreatives Denken. Das Gehirn verlässt bekannte Pfade. Es erzeugt Verbindungen, die vorher nicht existierten. Nicht Magie, Neurologie. Kreativität ist doch angeboren. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Das sagen zumindest alle, die behaupten, sie nicht zu haben. Das ist einer der hartnäckigsten Mythen überhaupt. Kreativität ist kein Talent. Es ist ein Prozess. Beim kreativen Denken ist das Default Mode Network aktiv. Ein Netzwerk, das arbeitet, wenn du gerade nichts tust. Unter der Dusche, beim Spazieren, kurz vor dem Einschlafen. Deshalb kommen mir meine besten Ideen beim Duschen. Ich dachte immer, ich bin einfach komisch. Du bist komisch. Aber das hat damit nichts zu tun. Das Gehirn verbindet Informationen, die es tagsüber gesammelt hat. Zwei scheinbar unverbundene Konzepte treffen aufeinander. Das nennt man Remote Associating. Und warum passiert das ausgerechnet in der Dusche und nicht am Schreibtisch, wo ich es eigentlich bräuchte? Weil der Schreibtisch mit Druck verbunden ist. Druck aktiviert das Aufmerksamkeitsnetzwerk, nicht das kreative Netzwerk. Die Dusche hat keinen Druck. Das Gehirn entspannt und beginnt frei zu assoziieren. Also ist mein Schreibtisch das Problem, nicht ich. Dein Schreibtisch ist ein Teil des Problems. Langeweile ist der Nährboden für Kreativität. Wer immer beschäftigt ist, blockiert das Default Mode Network vollständig. Du sagst mir, dass ich öfter faulenzen soll. Das ist das Beste, was ich heute gehört habe. Strategische Untätigkeit. Aber ja, im Wesentlichen ja. Ich werde das meinem Chef erklären. Viel Erfolg. Ich habe das früher immer als Schwäche gesehen, dass ich ohne Druck keine Ideen bekomme. Jetzt klingt es fast wie ein Feature. Es ist ein Feature, den meisten ist es nur nie erklärt worden. Warum lernt man das nicht in der Schule? Weil Schulen Druck bevorzugen, aus bekannten Gründen. Analytisches Denken. Ein Problem wird in Teile zerlegt. Jeder Teil einzeln untersucht, dann alles wieder zusammengesetzt. Das klingt wie Mathematik, also wie etwas, das ich aktiv und konsequent vermeide. Es ist die Grundlage von Mathematik, Wissenschaft und Diagnose. Der linke, präfrontale Kortex arbeitet sequenziell. Schritt für Schritt, logisch, ohne Sprünge. Ich denke nie Schritt für Schritt. Bei mir ist alles gleichzeitig, ein großes Chaos und irgendwie kommt am Ende trotzdem eine Entscheidung raus. Das nennt sich holistisches Denken. Das Ganze zuerst, Details danach. Keines ist besser. Sie lösen unterschiedliche Probleme. Wann brauche ich dann analytisches Denken, wenn meins auch irgendwie funktioniert? Wenn Präzision wichtig ist, wenn ein Fehler echte Konsequenzen hat. Das Gehirn isoliert eine Variable. Was passiert, wenn ich nur diese eine Sache ändere? Alles andere bleibt konstant. Das ist Analyse. Und mein Chaosansatz? Funktioniert bei überschaubaren Entscheidungen. Bei komplexen Systemen versagt er zuverlässig. Das erklärt einige Entscheidungen aus meiner Vergangenheit. Viele sogar. Da bin ich sicher. Du musst das nicht so bestätigen. Doch. Kann man analytisches Denken trainieren, wenn man von Natur aus holistisch denkt? Man kann es trainieren. Es ist ungemütlich am Anfang. Aber das Gehirn passt sich an. Wie lange dauert das? Länger als man hofft. Kürzer als man befürchtet. Intuitives Denken. Das Gehirn erreicht eine Schlussfolgerung, ohne den Weg erklären zu können. Das ist doch Raten, schickes Raten, aber am Ende Raten. Das ist der häufigste Irrtum. Intuition ist komprimierte Erfahrung. Das Gehirn hat über Jahre Muster gespeichert und ruft sie in Millisekunden ab.
Daniel Kahnemann nennt das System 1. Schnell, automatisch, mühelos. Aber wenn ich nicht erklären kann, warum ich etwas denke, wie soll ich dann wissen, ob es richtig ist? Indem du schaust, in welcher Domäne du dich befindest. In vertrauten Bereichen ist Intuition außerordentlich zuverlässig. Ein erfahrener Arzt sieht sofort, dass etwas nicht stimmt. Ein Schachmeister fühlt den besten Zug. In unbekannten Bereichen erkennt das Gehirn Muster, wo keine sind. Das heißt, meine Intuition bei Menschen, die ich gut kenne, ist verlässlich, aber bei Fremden nicht unbedingt. Genau das. Intuition zeigt die Richtung, Analyse überprüft sie. Beide zusammen schlagen jedes Einzelne. Ich vertraue immer meiner Intuition, auch bei Fremden, auch wenn ich sie seit 3 Minuten kenne. Wie oft liegst du damit falsch? Öfter als mir lieb ist, aber ich lerne offenbar nicht daraus. Wenigstens weißt du es jetzt. Ich sollte aufhören, meiner Intuition bei Fremden blind zu vertrauen. Tamie und anfangen, sie zu beobachten. Beobachten kostet nichts. Blindes Vertrauen schon. Laterales Denken. Der Begriff stammt von Edward de Bono. Das Gehirn nähert sich einem Problem von einer unerwarteten Seite. Das klingt wie kreatives Denken mit einem anderen Namen und mehr Selbstbewusstsein. Verwandt, aber anders. Kreatives Denken erzeugt Neues. Laterales Denken löst ein spezifisches Problem durch einen unkonventionellen Umweg. Ein Aufzug ist zu langsam. Neuen einbauen ist zu teuer. Spiegel installieren. Die Wartezeit ändert sich nicht. Die Wahrnehmung schon. Das ist clever. Und ein bisschen hinterhältig, aber vor allem clever. Es ist elegant. Das Gehirn ist trainiert auf den kürzesten Weg. Laterales Denken verlässt diesen Weg bewusst. Es fragt nicht, wie löse ich das Problem, sondern ob das überhaupt das richtige Problem ist. Ich hinterfrage nie das Problem selbst. Ich nehme immer an, dass das Problem ist. Die meisten tun das. Deshalb lösen viele Menschen sehr effizient das falsche Problem und fragen sich danach, warum sich nichts verbessert. Das kenne ich. Ich habe das mit meinem letzten Job monatelang gemacht. Wie lange? Zu lange? Laterales Denken lernt man durch Übung. Nimm ein Problem, definiere es neu, 3-mal, jedes Mal anders. Ich werde das heute Abend ausprobieren mit einem Problem, das mich seit Wochen beschäftigt. Dann schau, welche Version sich am wichtigsten anfühlt. Und wenn alle 3 gleich wichtig klingen? Dann hast du noch nicht tief genug gegraben. Systematisches Denken. Das Gehirn betrachtet nicht einzelne Elemente, sondern die Verbindungen zwischen ihnen. Was ist der Unterschied zum analytischen Denken? Klingt für mich nach demselben mit mehr Silben. Analytisches Denken zerlegt. Systematisches Denken verbindet. Du willst mehr schlafen. Analytisch denkst du über Schlafhygiene nach. Systematisch denkst du über Koffein, Stress, Bildschirmzeit, Sport, Ernährung und wie sie alle miteinander interagieren. Das klingt erschöpfend. Ich würde einfach früher ins Bett gehen und hoffen, dass es diesmal funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert? Dann würde ich mich schlechter fühlen, die Ursache nicht finden und weitermachen wie bisher. Das ist keine Strategie. Das ist Resignation. Systeme sind selten linear. Eine Änderung hier erzeugt Effekte dort, die wieder zurückwirken. Wer nur einen Punkt ändert, hat das System nicht verstanden. Und wer das System versteht, schläft endlich besser. Wer das System versteht, löst das tatsächliche Problem, statt immer wieder 3 neue zu erzeugen. Das Schlimme ist, ich weiß, dass du recht hast. Ich löse ständig Symptome statt Ursachen. Das ist der erste Schritt. Die meisten spüren es nie. Der erste Schritt zu was genau? Zu Lösungen, die länger als eine Woche halten. Emotionales Denken. Entscheidungen werden durch Gefühle beeinflusst, meistens ohne, dass man es bemerkt. Das klingt nach einem Fehler, als wäre es etwas, das man abstellen sollte, wenn man wirklich rational denken will. Das dachte die Wissenschaft lange auch. Dann kam Antonio Damasio. Er untersuchte Patienten mit Schäden im emotionsverarbeitenden Bereich des Gehirns. Sie konnten jede Option rational abwägen, aber sie konnten keine Entscheidung treffen, keine einzige. Wirklich? Zu viele Optionen oder einfach kein Gefühl dafür, was am Ende richtig ist? Kein Gefühl dafür, was wichtig ist. Emotionen sind ein Bewertungssystem. Sie markieren Prioritäten. Ohne diese Markierung behandelt das Gehirn alle Optionen als gleichwertig und blockiert. Ich entscheide fast immer emotional. Manchmal schäme ich mich dafür, weil es von außen unlogisch wirkt. Es ist nicht unlogisch. Es ist menschlich und notwendig. Das Problem entsteht, wenn man nicht weiß, welches Gefühl gerade steuert. Angst als Intuition interpretieren ist gefährlich. Wut als Klarheit noch mehr. Wie erkenne ich, was gerade steuert, bevor ich eine Entscheidung treffe, die ich bereue? Innehalten. Benennen. Woher kommt dieses Gefühl? Aus der Situation oder aus mir? Eine Frage. 10 Sekunden. Das verändert überraschend viel.
10 Sekunden klingt kurz, aber in diesen 10 Sekunden passiert normalerweise schon die halbe Katastrophe. Deshalb sind es 10 Sekunden, nicht 10 Minuten, kurz genug, um es wirklich zu tun. Strategisches Denken. Das Gehirn simuliert die Zukunft und trifft heutige Entscheidungen auf Basis von morgen. Das mache ich nie, ich lebe im Jetzt. Das klingt positiv, wenn ich es sage, aber ehrlich gesagt ist es einfach Bequemlichkeit. Und Das Gehirn ist eigentlich dafür gebaut. Der präfrontale Kortex ermöglicht mentale Zeitreisen. Du kannst simulieren, was in einem Jahr passiert, wenn du heute eine bestimmte Wahl triffst. Kein anderes Tier kann das so präzise, dann warum nutze ich diese Fähigkeit so selten? weil sie gegen Present Bias kämpft. Das Gehirn bewertet unmittelbare Belohnungen unverhältnismäßig hoch. Ein Schmerz heute fühlt sich realer an als ein Vorteil in einem Jahr. Das ist Neurologie, keine Charakterschwäche. Also ist Prokrastination keine Faulheit, sondern mein Gehirn, das sich rational für das Jetzt entscheidet? Im Wesentlichen ja, was es nicht besser macht. Strategisches Denken ist die trainierte Fähigkeit, den präfrontalen Kortex gegen das Belohnungssystem durchzusetzen. Immer wieder, bewusst. Das klingt nach einem lebenslangen Kampf gegen das eigene Gehirn. Es ist einer. Aber wer ihn kennt, führt ihn bewusster. Bewusster bedeutet meistens besser. 8 Denkstile, ich benutze wahrscheinlich meistens emotionales Denken und nenne es Intuition. Das ist ehrlicher, als die meisten zugeben würden. Was ist der erste Schritt, um das zu ändern? Beobachten. Beim nächsten Problem kurz innehalten. Welchen Denkstil benutze ich gerade? Reicht er oder brauche ich einen anderen? Das klingt machbar, fast zu einfach. Es ist einfach zu verstehen, schwer konsequent zu machen. Das Gehirn zieht immer den bekannten Weg vor. Ich werde anfangen, einmal pro Woche 5 Minuten strategisch zu denken. Als Experiment. 5 Minuten reichen. Die meisten denken nie strategisch. Du wärst schon in der Minderheit. Das ist ein sehr niedriger Standard. Ja. Und trotzdem erfüllen ihn die wenigsten. Und welchen Denkstil hast du gerade benutzt, um mir das alles zu erklären? Systematisches Denken. 8 Konzepte. Ihre Verbindungen, eine Reihenfolge, die für dich Sinn ergibt. Und meine letzte Frage? Kritisches Denken. Du hast mich hinterfragt. Vielleicht lerne ich das doch noch. Das Gehirn lernt immer, solange man es lässt.